Herzlich willkommen zur Folge 262 vom Iconianischen Krieg in Star Trek Online. Was wir hier sehen, ist das Ausguckfenster vom Dilithium-Asteroiden der Flotte. Und ja, wir machen direkt weiter mit dem Iconianischen Krieg. Wo haben wir denn aufgehört? Da unten irgendwo. Zuletzt war das der zerbrochene Zirkel. Da haben wir eine große Armada gegen die Iconianer geschickt und fürchterlich eins auf die Mütze bekommen. Jetzt schauen wir mal, wie es hier weitergeht. The research teams in the Kyana-System require your assistance. They have been running thousands of temporal incursion simulations of how to use the Krenim weapon. But I need an officer with field experience to evaluate the project and its feasibility. You will participate in a focus test of the most promising options. A blade cuts both ways. We must be sure that what this weapon can do to the Iconians does not cause greater harm to us. Jo, Belohnungen gibt's. Die Forschungsteams im Kyana-System benötigen ihre Unterstützung. Sie haben Tausende von Simulationen von temporalen Eingriffen unter Verwendung der Krenim-Waffe durchgeführt. Allerdings benötige ich einen Offizier mit Felderfahrung, der das Projekt und dessen Durchführbarkeit evaluiert. Sie werden an intensiven Tests der vielversprechendsten Optionen teilnehmen. Das Ganze ist allerdings ein zweischneidiges Schwert. Wir müssen sicherstellen, dass wir uns bei dem Versuch, die Iconianer auf diese Weise auszuschalten, nicht ins eigene Fleisch schneiden. Ja, das Herumfuschen in der Zeitlinie ist gefährlich. Sie könnten sich versehentlich selbst auslöschen bei dem Versuch. Ja, was haben wir denn hier? Ein Lehrbuch, fokussierter Angriff. Das ist gut. 720 Lithium, was ist das hier? Ich sehe schon, das ist wieder etwas, das ich mindestens dreimal durchmachen muss. Dreimal, muss ich mal gucken, wie das zusammenpasst, ob das temporale Manipulation der Krenim. Nochmal dasselbe. Nochmal das Set. Und was ist das? Auch? Ja. Ich brauche nur 3 davon, da muss ich mal schauen, wie ich die kombinieren muss. Eins ist wahrscheinlich wieder ein Singularitätskern für Romulaner-Schiffe oder sowas, kennt man ja schon. Chroneton-Torpedowerfer brauche ich jetzt nicht unbedingt, aber ich schätze mal, dass ich das 3 bis 4 Mal durchziehen muss. Was ist das hier? Tetrion-Schaden, das ist eine Strahlenwaffe, Strahlenbank. Und das hier ist eine Kanone oder Geschützturm. Und so wie ich die Sache kenne, kann ich nur eins von beiden verwenden, genau. Von diesem Gegenstand können nicht mehr als einer ausgerüstet werden. Ja, trotzdem macht es wahrscheinlich Sinn, das mehrmals durchzuzocken. Ich hoffe, dass das Spaß macht, ansonsten, wenn das jetzt wieder irgendwas Nerviges werden sollte mit Shuttle und so, keine Ahnung, dann steht mir was bevor. In den Sektorraum zurückkehren. So, okay. Energie. Energie sprach ich und nippte an einem Energy Drink. Wie passend. So. Wo muss ich denn da überhaupt hier in Delta-Quadrant, oder? Transwarp. Und Déjà-vu. Energie. Ja, ich bin hier gerade in meinem Krenim-Forschungsschiff unterwegs. Ich denke, das ist einfach stilecht. Bewaffnet und ausgerüstet ist es mit der Ausrüstung aus meinem Spionage-Forschungskreuzer. Wobei, ich habe hier eine unangenehme Lücke. Wie kommt denn das wieder zustande? Und womit kann ich das füllen? Sinnvoll füllen, meine ich natürlich. Tja. Schauen wir mal, was ich zur Auswahl habe. Das sollte ich klären. Die Netzminen habe ich da drin. Notenergie zu Schilder habe ich auch. Den habe ich schon gesehen. Einen Schildkondensator habe ich. Wo ist denn der Schildkondensator? Ja, der ein Schildkondensator. Bitte melden. Hallo, Schildkondensator. Habe ich den gar nicht drin? Das wäre dann der geeignete Kandidat dafür.
Oder sehe ich wieder mal den Wald vor lauter Bäumen nicht? Ach, da ist er. Ja gut, dann hat sich das erledigt. Sensorenplattform habe ich auch. Was haben wir das? Taktische Flotte. Ja. Taktische Initiative. Na, wo ist es denn? Da. Ach Gott, es ist schwierig. Ich möchte aber schon was rein tun, weil das ist auf den Zahlentasten leicht erreichbar. Virale Matrix habe ich hier. Zeitlinienstabilisator habe ich hier und das ist auch gut so. Tja, was macht denn da Sinn? Was macht da Sinn? Wie oft steht mir der zur Verfügung? Sorry, dass ich jetzt da rumpopeln muss, aber das kann ich so nicht lassen. Das ist... Wie oft steht mir der zur Verfügung? Selbst erschafft Level 60. Ich denke, ich nehme das mit da rein. Einmal, zweimal ein bisschen rüberrutschen und dann das mit und gut ist. Wenn wir ja sehen, ob das taugt oder nicht, das sollte ich speichern. Rungholt. Könnt ihr mal nachforschen, was Rungholt ist, wenn ihr das jetzt gerade nicht wisst. Ah, ich verrate es euch. Das ist eine in der Nordsee versunkene Stadt. Viele Forscher halten das für Atlantis, aber das glaube ich jetzt wieder nicht. Wenn man sich ein bisschen näher damit befasst, ist das eher unwahrscheinlich. Aber, naja. Gut. Jedenfalls ist Rungholt auch in der Nordsee verschwunden und es war früher wahrscheinlich ein begehrter Handelsposten. Und ja, ich habe eben das Forschungsschiff nach dieser versunkenen Stadt in der Nordsee benannt. Gibt es eine hochinteressante Doku? Habe ich auch auf meiner Playlist, glaube ich, irgendwo drauf. Ich habe noch eine Playlist mit empfohlenen Dokus. Wenn ich euch jetzt neugierig gemacht habe, stöbert mal durch. So, Schmetterlingseffekt. Ladebildschirm. Schmetterling, das erinnert mich an den Film Butterfly-Effekt. Da geht's auch Welcome. We have been working with the Krenim to build both this facility and a weapon similar to the one developed by Anoraks in the 22nd century. Captain Nog is running point for the Alliance, but teams from all across the Alpha and Beta quadrants are involved with the research. It's fascinating work, but there's a lot to do yet. Willkommen, Admiral. Wir haben mit den Krenim zusammengearbeitet und sowohl diese Einrichtung wie auch eine Waffe, die derjenigen von Anoraks aus dem 22. Jahrhundert gleicht, zu bauen. Captain Nog leitet dieses Projekt für die Allianz, jedoch sind Teams von vielen Völkern des Alpha- und Beta-Quadranten an der Forschung beteiligt. Es ist eine faszinierende Arbeit, doch es gibt noch immer viel zu tun. Wie kann ich helfen? Captain Nog might be able to explain more. He's waiting for you. Sprechen Sie mit Captain Nog. Gehen Sie voran. Hier entlang bitte, Romulanerin. Hoppala. Dumm. Ist auf jeden Fall größer als Armakuni. Gut. Armakuni habe ich ja so groß wie mich selbst gemacht. Bin ja auch nicht gerade der größte, 1,65 Meter. Und in etwa so groß. Wie er hier. So, wo soll ich jetzt hin? Ach, da. Okay, gut. Das ist wohl die Vorrichtung. Hallo, Nog. I wish I was seeing you under better circumstances. We've managed to make a prototype of the Krenim weapon in Anorax's records, but we have not attempted to use it yet. Time isn't something you mess around with, so we have been conducting simulations here of possible incursions, as well as developing new ways to protect and store data on various timelines. Ich wünschte, ich würde Sie unter besseren Umständen sehen, Admiral. Wir haben es in den Aufzeichnungen von Anoraks geschafft, einen Prototypen der Krenim-Waffe herzustellen.
aber haben sie nicht eingesetzt. Mit der Zeit sollte man nicht herumspielen, also haben wir Simulationen möglicher Einfälle durchgeführt und neue Wege für den Schutz und den Erhalt von Daten aus verschiedenen Zeitlinien entwickelt. Können Sie mir den Prozess erklären? Wie unterscheidet sich dieser Prozess von einer Reise in die Vergangenheit, in der durch eine Veränderung eine alternative Zeitlinie geschaffen wird? When we talk about time alteration, we're specifically referring to the Krenim weapon's ability to remove something from time. Anything, from a single molecule to an entire civilization. It's as if the target of the weapon never existed at all. Wenn wir von temporaler Veränderung sprechen, beziehen wir uns auf die Fähigkeit der Krenim-Waffe, etwas aus der Zeitlinie zu entfernen. Das kann irgendwas sein, von einem einzelnen Molekül bis hin zu ganzen Zivilisationen. Im Endeffekt ist es so, als hätte das Ziel der Waffe niemals existiert. Also verändert die Waffe nicht nur etwas, sondern löscht es vollständig? Correct. The changes ripple out from the incursion point and result in a new reality where the target no longer exists. This does mean that the ship must be able to fire on a target. The details are a bit more complex, of course, but that's the main difference from conventional time travel. Korrekt, die Änderungen breiten sich da vom Eingriffsort aus und wirken sich auf die neue Realität aus, in der das Ziel nicht mehr existiert. Dies bedeutet, dass das Schiff in der Lage sein muss, auf das Ziel zu feuern. Die Details sind natürlich etwas komplexer, aber hierin besteht der Hauptunterschied zwischen temporaler Veränderung und üblichen Zeitreisen. Und damit hat niemand ein Problem? Temporal agents from all three factions are watching everything we do carefully. That's one of the reasons we're running holodeck simulations first. Between you and me, I'm glad they're here. The Krenim are a little too eager to use the weapon. Time manipulation is a very delicate operation under the best of circumstances. We can't just start shooting things out of existence and hoping it all works out for the best. Zeitagenten aller drei Fraktionen beobachten sorgfältig alles, was wir tun. Dies ist ein weiterer Grund, weshalb wir zuerst die Holodeck-Simulationen durchführen. Unter uns, ich bin froh, dass Sie hier sind. Die Krenims sind etwas zu eifrig, was das Anwenden der Waffe angeht. Zeitmanipulationen sind eine sehr heikle Angelegenheit, selbst unter den besten Bedingungen. Wir können nicht einfach Dinge nach Belieben löschen und auf das Beste hoffen. Ja, da hat er wohl recht. Und außerdem, Simulation ist nur so gut wie die Daten, die dieser Simulation zur Verfügung sind. Und so eine Simulation kann unmöglich alle Daten aus dem ganzen Universum haben. Also keine Simulation kann jemals alles berücksichtigen. Das geht eigentlich gar nicht. Es geht nur vielleicht in einem geschlossenen System. Aber hier reden wir eigentlich von der Manipulation mindestens einer ganzen Galaxie, ne? Ich stimme zu, Captain. I wish I was seeing you under better circumstances. We've managed to make a prototype of the Krenim weapon in Anarax's records, but we have not attempted to use it yet. Time isn't something you mess around with, so we have been conducting simulations here of possible incursions, as well as developing new ways to protect and store data on various timelines. Ja, das haben wir schon vorgelesen. Können wir nicht einfach die Iconianer aus dem Zeitfluss entfernen? That was the first simulation we tried. The results were fairly catastrophic. Oha, das war die erste Simulation, die wir ausprobierten. Das Resultat war ziemlich katastrophal. Jetzt bin ich neugierig. Katastrophal? Without the Iconians, the first development of warp technology by other cultures in the Alpha Quadrant is severely delayed, by about 50,000 years. Removing the Iconians would change everything we know. Ohne die Iconianer wird die Entwicklung der Warp-Technologie durch andere Zivilisationen im Alpha-Quadranten beträchtlich verzögert, und zwar um etwa 50.000 Jahre. Die Iconianer zu entfernen würde alles, was wir für gegeben halten, erheblich verändern. Aha. Wir würden dennoch Warp-Technologie entwickeln oder nicht? Es scheint unumgänglich. Let me put it this way. In one version, the Day Ones eventually rise to power and conquer most of the Beta Quadrant. They are forced back by the Vulcans, who never embrace logic, and later enslave much of what is now Federation and Klingon space. Oh Gott, ich will es einmal so beschreiben. In einer Version steigen die Devaner auf und erobern fast den gesamten Beta-Quadranten. Sie werden zwar von den Vulkaniern zurückgeschlagen, die jedoch die Kultur der Logik und des Pazifismus niemals entwickeln und später den Großteil dessen, was heute als Raum der Föderation und der Klingonen bekannt ist, versklaven. Herrlich, ja, das wäre eher unerfreulich. I'm not done yet. The Herc never developed warp technology at all, so they never invade Kronos and unite the Klingons as a warrior culture.
When the Vulcan Star Empire finds the Klingons in the 22nd century, they were mostly farmers who had made some advances in epic poetry. By the present day in this simulation, the Vulcan Star Empire is locked in a to-the-death struggle with the Dominion. Wow, es geht noch weiter. In dieser Simulation entwickeln die Hürk keine Worttechnologie und folglich fallen sie niemals auf Kronos ein. Aus diesem Grund werden die Klingonen nie vereint und entwickeln keine Kriegerkultur. Als im 22. Jahrhundert die Vulkanier auf die Klingonen stoßen, sind die Klingonen einfache Bauern mit eindrücklich epischer Poesie. In der Gegenwart der Simulation führen die Vulkanier einen endlosen, totalen Krieg mit dem Dominion. Das wird ja immer besser. Ich verstehe, die Iconianer direkt zu entfernen ist eine schlechte Idee. Ja, ich hab's wirklich begriffen. I wish I was seeing you under better circumstances. We've managed to make a prototype of the Krenim weapon in Anarax's records, but we have not attempted to use it yet. Time isn't something you mess around with, so we have been conducting simulations here of possible incursions, as well as developing new ways to protect and store data on various timelines. Du wiederholst dich noch. Sela sagte etwas über Iconianer und Zeitreisen. Ist das wichtig? Oh, that the Iconians can't time travel because it unravels their minds. She was being dramatic, but she was essentially correct. When most humanoids time travel, they retain the memories of their timeline of origin. So you realize when things have changed. Iconians are at least partially energy beings. You saw that when Matara was able to use her own power to open gateways. And their brain structure is very different from other humanoids. As far as we understand, if an Iconian traveled back in time, their mind and memories would reshape to fit that time, so they would retain no memories of the present. They don't use time travel because it would literally be taking a step backwards. Oh, dass die Iconianer keine Zeitreisen unternehmen können, weil es deren Verstand überfordert. Sie war allzu dramatisch, jedoch hat sie grundsätzlich recht. Die meisten Humanoiden behalten bei Zeitreisen ihre Erinnerung der ursprünglichen Zeitlinie. Sie realisieren also, wenn die Dinge sich verändert haben. Iconianer sind zumindest teilweise Energiewesen. Sie haben das selber erlebt, als Tara ihre eigene Energie verwendete, um Portale zu öffnen. Ihre Hirnstruktur unterscheidet sich maßgeblich von der humanoiden Hirnstruktur. Soweit wir wissen, würde sich der Verstand und die Erinnerung eines zeitreisenden Iconianers sogleich an die neue Zeitlinie anpassen, daher würden sie keine Erinnerung an die Gegenwart behalten. Sie verwenden keine Zeitreisen, weil dies wortwörtlich ein Rückschritt bedeuten würde. Okay. Jetzt verstehe ich, danke. I wish I was seeing you under better circumstances. Ja, doch. We've managed to make a prototype of the Krenim weapon in Anarax's records, but we have not attempted to use it yet. Time isn't something you mess around with, so we have been conducting simulations here of possible incursions, as well as developing new ways to protect and store data on various timelines. Danke, das reicht schützen, was wir wissen. Once we make an incursion, anything not protected by a temporal shield will conform to the new timeline. That includes all of us once this mission is over. We won't remember the Iconians, the war, or anything that changes in the new timeline. Clouda has been leading the work to create a shielded computer core to hold all the data we currently have. A time capsule, I guess you'd call it. Wenn wir einen temporalen Eingriff vornehmen, wird alles, was nicht durch einen temporalen Schild geschützt ist, der neuen Zeitlinie entsprechen. Dies wird auch uns mit einbeziehen, sobald die Mission vorüber ist. Wir werden uns weder an die Iconianer noch an den Krieg oder sonstige Veränderungen der Zeitlinie erinnern. Claude war Federführung an der Entwicklung eines temporal geschützten Computerkerns beteiligt, in dem wir alle Daten, die wir derzeit besitzen, abspeichern können. Sie würden ihn wohl als Zeitkapsel bezeichnen. Muss der Kern auf ewig geschützt werden? Correct. This isn't the sort of sacrifice we'd expect any personnel involved in the incursion to make. So we've built a computer to retain the information for us. We'll know what happened before, even though it essentially will have happened to someone else. Aha, richtig. Wir können von keiner an diesem Eingriff beteiligten Person ein solches Opfer verlangen. Daher bauen wir einen Computer, um die Informationen für uns aufzubewahren. Wir werden wissen, was zuvor geschehen ist, obwohl dies eigentlich jemand anders erlebt hat. Okay. I wish I was seeing you under better circumstances. We've managed to make a prototype of the Krenim weapon in Anarax's records, but we have not attempted to use it yet. Time isn't something you mess around with,
So we have been conducting simulations here of possible incursions, as well as developing new ways to protect and store data on various timelines. Schon recht. Haben Sie eine Vorstellung davon, wann ein temporaler Eingriff vorgenommen werden muss? We've tried a different number of scenarios, but only in the holodeck. Direct action against the Iconians is proving to be problematic, because so much time has passed since they were first a great power. Incursions that far back in time must be carefully planned, or the fallout of even minor changes can ripple across reality. We have, however, seen some promise in trying to delay their arrival. Wir haben mehrere Szenarien ausprobiert, jedoch nur auf dem Holodeck. Direkte Aktionen gegen die Iconianer haben sich als sehr schwierig erwiesen, da so viel Zeit vergangen ist, seit sie eine Großmacht waren. Temporale Angriffe, die so weit in die Vergangenheit zurückreichen, müssen sorgfältig geplant werden. Andernfalls könnten die Nachwirkungen selbst kleinster Änderungen sich über die gesamte Realität hinausbreiten. Wir konnten allerdings einige vielversprechende Ergebnisse beim Versuch ihrer Ankunft hinauszuzögern erzielen. Aber damit würden wir das Unvermeidliche nur mal ein paar Jahre hinauszögern. Actually, it would be closer to a 700-year delay if our calculations are correct. The Iconians have had 200,000 years to build their fleets, but we're catching up to them. We've already seen what the 29th century technology can do. Imagine what we'll have in the 32nd century. Tatsächlich würde dies eher einer Verzögerung um 700 Jahre gleichkommen, sofern unsere Berichtungen korrekt sind. Die Iconianer hatten 200.000 Jahre, um ihre Flotte zu bauen, doch wir holen schnell auf. Wir haben bereits gesehen, was die Technologie des 29. Jahrhunderts bewirken kann. Stellen Sie sich vor, wozu wir im 32. Jahrhundert in der Lage sein werden. Also werden wir eher auf Augenhöhe sein? Exactly. The other potential solution is to cut into the current power base. What if the Iconians never allied with the Alachi or the Solanae? We wouldn't be facing the trouble we do now. Genau, die andere mögliche Lösung besteht darin, ihre derzeitige Machtbasis zu untergraben. Was wäre, wenn sie sich nie mit den Alachi oder den Solanae verbündet hätten? Dann hätten wir die heutigen Probleme nicht. Doch sie hätten immer noch die Herolde. The three most promising incursions each follow one of these tactics. My teams have been running simulations and refining their targets, but I'd like you to assist them using a special quantum recursive algorithm. Our simulators can run the outcome of a possible incursion on the holodeck. Interacting with that simulation will give us more data than just crunching the numbers. We need to really interact with it to see what reality would look like, and for that, I need someone like you with field experience. Die drei vielversprechenden temporalen Eingriffe basieren jeweils auf einem dieser Ansätze. Meine Teams haben Simulationen ablaufen lassen, um die Zielsetzung verfeinert, doch ich möchte, dass Sie mit Hilfe eines speziellen rekursiven Quantenalgorithmus unterstützen. Habe ich das jetzt echt fehlerfrei über die Lippen gebracht? Ich staune manchmal über mich selbst. Unsere Simulatoren können den Ausgang von temporalen Eingriffen auf dem Holodeck nachstellen. Das Interagieren mit dieser Simulation wird uns mehr Daten liefern, als nur die Zahlen zu analysieren. Wir müssen also mit ihr interagieren, um das Ergebnis besser beurteilen zu können. Dafür brauche ich jemanden wie Sie mit viel Felderfahrung. Testen Sie die temporalen Eingriffsszenarien auf dem Holodeck. Nö, bin ich nicht. Das klingt mir fast. Ja, ich bin mir nicht sicher, was temporale Eingriffe angeht, aber Simulationen können nicht schaden. So ist es. Gut. Was jetzt mit Forschern von Team Alpha geht es bla bla jetzt weiter? Ich habe eigentlich gehofft, ich könnte jetzt mal zur Sache kommen. Mit Leiter des Alpha-Teams Soffen sprechen. Hello. Please allow me to explain what we're doing here. We've determined that if we remove a specific series of stars from the Beta Quadrant in the distant past, a rogue planet will enter the Iconia system and cause massive geological damage at about the same time the planet was bombarded by the Iconians' enemies. The technological buildup of the orbital bombardment that destroyed the Iconian civilization will still happen, but the Iconians themselves will have to deal with a natural disaster, not a war. Okay, das klingt perfide. Hallo Admiral. Erlauben Sie mir, unsere Arbeit hier zu erläutern. Wir haben festgestellt, dass das Entfernen einer bestimmten Serie von Sternen des Beta-Quadranten in der fernen Vergangenheit dazu führt, dass ein Einzelgängerplanet ins Iconianische System driftet und dabei zu ungefähr der gleichen Zeit, zu der die Feinde der Iconianer deren Planeten bombardiert haben, massive geologische Schäden anrichtet.
Der technologische Aufbau für das Orbitalbombardement, dem die iconianische Zivilisation zum Opfer gefallen ist, wird nach wie vor eintreten, jedoch werden die Iconianer sich mit Naturkatastrophen konfrontiert sehen, anstatt mit einem Krieg. Und sie glauben, dass das besser ist als ein Krieg? Maybe the survivors of a natural disaster, if there are any, won't be so vengeful. And none of the stars we will remove have planets with the possibility of developing life. The overall effect on the galaxy is minimal. It's a painful path, but it could be the one that leads to peace. Vielleicht werden die Überlebenden einer Naturkatastrophe, sofern es welche gibt, nicht ganz so rachsüchtig sein, und keiner der Sterne, die wir entfernen, hat auch nur die entfernteste Chance, Leben zu gebären. Insgesamt ist der Effekt auf den Rest der Galaxie minimal. Es ist ein schmerzvoller Pfad, jedoch könnte dies ja zufrieden führen. Ich weiß nicht, ob mir die Vorstellung gefällt, ganze Sterne zu entfernen. Die scheint ziemlich extrem, finden Sie nicht? Wenn das funktioniert, wird es die Gefallenen dennoch nicht rechnen. Ja. The number of stars we will have to remove is a concern, which is why we're trying this in a simulation first. But as Captain Nog said, these simulations aren't perfect, so we have devised a holodeck program that will expand and extrapolate on possible effects of the temporal incursion. Die Anzahl der Sterne, die wir entfernen müssen, ist bedenklich, weshalb wir dies zuerst in einer Simulation ausprobieren wollen. Doch wie Captain Nog sagte, diese Simulationen sind nicht perfekt, also haben wir ein Holodeck-Programm entwickelt, das eine Extrapolation der möglichen Auswirkungen eines solchen temporalen Eingriffs darstellt. Sie vertrauen aber stark auf das Holodeck. It's the best option we have available to us. The holodeck's algorithms have been updated to change and adapt to the data created by the simulated timeline alteration. This is not your average holo-novel. Das ist die beste Option. Die Algorithmen vom Holodeck wurden überarbeitet, um sich den Daten anzupassen, die von der simulierten Zeitlinienänderung erzeugt wurden. Dies ist nicht der übliche Hologramm, Admiral. Nun gut, was soll ich tun? Once we run the program, you'll be able to interact with our best approximation of the new timeline. Interaction with the holodeck components will allow the program to generate a more in-depth solution and give us a better idea of what to expect. We have set this simulation on a Federation starship patrolling the Sol system, and you are the captain. If all goes as planned, we expect that almost everything in the system should be close to current reality. Sobald wir das Programm am Laufen haben, werden Sie mit unseren besten Schätzungen zur neuen Zeitlinie interagieren können. Die Interaktion mit den Holodeck-Komponenten wird dem Programm erlauben, eine realitätssichere Lösung zu generieren. Dadurch erhalten wir eine bessere Vorstellung davon, wie es in Wirklichkeit ablaufen würde. In dieser Simulation werden Sie der Captain eines Föderationsschiffs sein, das das Sol-System patrouilliert. Wenn alles nach Plan verläuft, wird das System der Wirklichkeit mit nur minimalen Abweichungen entsprechen. Verstanden, ich werde das Programm starten. Ja, gut, das war jetzt eine halbe Stunde lang bla bla. Normalerweise mache ich nach einer halben Stunde einen Cut, aber wenn ich jetzt einen Cut mache, bestand die Folge nur aus bla bla. Und das will ich dann auch irgendwie nicht. Mal ganz kurz Pause-Taste. So, das war jetzt dringend nötig. Ich werde jetzt wenigstens eine Simulation noch in diese Folge aufnehmen. Das wird jetzt halt so lange dauern, wie es ist. Sollte euch das zu lange werden, könnt ihr die Folge ja hier pausieren und zu einem späteren Zeitpunkt fortsetzen. Aber ich möchte nicht, dass die ganze Folge wirklich nur aus Erklärungen und Vorträgen bestanden hat. Also Programm Alpha ausführen. Oh, was ist denn hier los? Wer bist du? Mit Besatzungsmitglied sprechen. Captain, you're alive! We repelled the intruders on the bridge, but the ship has taken heavy damage, and a lot of the crew are injured. Captain Armakuni, Sie leben. Wir haben die Eindringlinge auf der Brücke zurückgeschlagen, doch das Schiff hat schwere Schäden erlitten. Viele Besatzungsmitglieder wurden verletzt. Wie ist die Lage? Sir, I'm not sure this is the time. So many people are hurt, and most of the systems are offline. The life support is on backups, and our resources are down to nothing, and... Sir, ich glaube nicht, dass dies gerade ein guter Moment dafür ist. So viele Leute sind verletzt und die meisten Systeme sind offline. Die Lebenserhaltungssysteme laufen auf Reserve und... Ich helfe den Verwundeten, aber Sie müssen mir helfen. Was ist geschehen? The Dominion stopped firing at us when we lost weapons.
Now they're focusing on Earth's defense grid, but it's only a matter of time before they return to finish us off. Das Dominion hat das Feuer eingestellt, als wir unsere Waffen verloren haben. Nun bearbeiten sie das Verteidigungssystem der Erde. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie uns den Garaus machen. Wir werden die Besatzung neu formieren und uns zur Wehr setzen. Es ist noch nicht vorbei. Okay, also das Dominion hat in dieser Simulation offenbar den Krieg nahezu gewonnen. Stabilisieren, also spielen wir mal ein bisschen Sanitäter. I tried to fight them off. The boarding parties. The Jem'Hadar. We have to stop the Dominion. They can't take Earth too. Ich habe versucht, sie zurückzuschlagen, doch die Enter-Kommandos, die Jem'Hadar, wir müssen das Dominion aufhalten. Wir können nicht zulassen, dass sie die Erde ebenfalls erobern. Ebenfalls erobern heißt es wahrscheinlich, dass die Erde der letzte Posten ist, der noch nicht erobert ist. Also keine Sorge, wir werden sie aufhalten. Ja gut, ich weiß ja, dass es nur eine Simulation ist, aber... We can't stop them. Maybe if we hadn't been at war with the Romulans. Maybe if the Klingons hadn't ripped themselves apart. I'll be fine, Captain. Just rattled. Wir können sie nicht aufhalten. Vielleicht wäre es anders ausgegangen, wenn wir nicht mit den Romulanern im Krieg gewesen wären. Oder wenn die Klingonen sich nicht gegenseitig die Stücke gerissen hätten. Ich bin in Ordnung, Captain. Ich bin nur etwas durcheinander. Begeben Sie sich, wenn nötig, zur Krankenstation. Okay, jetzt haben wir also erfahren, dass die Föderation auch noch Krieg gegen die Romulaner führen musste. Und die Klingonen haben sich gegenseitig irgendwie gedingst. Na, achso, da drüben ist noch einer. I never expected they would get so far into our defenses. I'm sorry, Captain. I just need a moment. Then I'll be ready to fight. Ich hätte nie erwartet, dass sie so weit durch unsere Verteidigung vorstoßen können. Es tut mir leid, Captain. Ich brauche nur einen Augenblick, dann bin ich wieder kampfbereit. Wann immer Sie bereit sind. Incoming hail! Was? Ein einkommender Ruf? Wahrscheinlich die Kapitulation, oder? Antworten? USS Ajax. Sensors show your ship is completely defenseless, and I would prefer not to delay our arrival at Earth to deal with such a minor annoyance. Surrender now, and I will guarantee the safety of your crew. USS Ajax, die Sensoren zeigen, dass Ihr Schiff völlig schutzlos ist. In meinen Augen sind sie nichts anderes als ein unbedeutendes Ärgernis. Ich würde es bevorzugen, unsere Ankunft auf der Erde nicht weiter zu verzögern. Also ergeben Sie sich einfach und ich garantiere Ihnen die Sicherheit Ihrer Besatzung. Wir werden uns nie ergeben. So, was ist das hier? Daten von der Simulationskonsole beschaffen. Warnung, Hüllenbrüche auf Decks 4, 5, 6 und 7, Notfallkraftfelder aktiviert, Hüllenintegrität bei 22,8%, Waffen ausgefallen, Schilde ausgefallen, Lebenserhaltung, Notenergie aktiviert, alle Daten, warte mal, Verlustbericht des Quadranten, Dataset, Status erobert, geschätzte Verluste 3 Milliarden, Teller Prime, Status erobert, geschätzte Verluste 2,5 Milliarden, Vulkan, Status unbewohnbar, geschätzte Verluste 9,4 Milliarden. Ach du liebe Scheiße, das ist nur... nein, die Iconianer fast noch lieber. Persönliches Logbuch des Captain. Persönliches Logbuch des Captain Sternzeit 87319,0. Wir haben seit 3 Tagen keine Spur der Hauptstreitmacht des Feindes entdecken können. Doch wir werden weiterhin von ihren Speeren bedrängt. Vulkan ist verloren, Andoria brennt, Romulus, Teller Prime, Peterset, Trill wurden eingeäschert. Vielleicht wäre es anders ausgegangen, wenn die Romulaner sich uns angeschlossen hätten. Die Klingonen hatten kaum genügend Schiffe übrig, um ihr Heimatsystem zu sichern. Sie waren keine Gefahr mehr. Wir boten unsere Freundschaft an, doch die Romulaner lehnten ab. Und dann kam das Dominion und eroberte alles. Okay, jetzt sind wir informiert, was hier los war. Nach ikonianischen Aktivitäten scannen. Langstreckensensoren ausgefallen. Keine ikonianische Aktivität in unmittelbarer Umgebung. Ja, das heißt nicht, dass es keine gibt, ne? Das heißt nur, dass es in der Nähe nichts ist. Alle Daten herunterladen. So. Gut, Programm beenden. Das war ja wohl mal nix. Ja. Gut, wir werden noch weitere Simulationen durchgehen. Das wird mit Sicherheit noch eine Weile so dahin gehen. Ja.
wie es weitergeht mit diesem. Also ich finde das spannend hier, ehrlich, ganz, ganz spannend gemacht. Wie das hier weitergeht, erfahrt ihr dann in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen.